Salam alaikum, ihr Lieben. Willkommen auf meinem Kanal zu einer neuen Folge meiner ketogenen Dessert-Videos. Heute zeige ich euch einen überaus leckeren, saftigen, ketogenen Kuchen, der keine nennenswerten Kohlenhydrate beinhaltet, der unter anderem aus Mandelmehl und Zucchinis hergestellt wird, wie der Name schon sagt. Die Zucchini wird hier deshalb benutzt, damit der Kuchen so richtig schön saftig wird. Und da sie neutral im Geschmack ist, kann man sie super gut für Desserts benutzen. Der Kuchen wird mit zuckerfreier Schokolade überzogen und mit gesunden Nüssen garniert. Und wie man diesen leckeren Kuchen herstellt, das zeige ich euch jetzt. Zuerst geben wir vollwertiges Mandelmehl in die Schüssel oder einfach gemahlene Mandeln, dann kommen Kokosraspeln hinzu. Als nächstes kommt etwas Kokosmehl hinzu. Als Süßungsmittel benutzen wir wieder Xylit, also Birkenzucker. Den könnte man noch mit einer Messerspitze Stevia verstärken in seiner Süßungskraft, weil Stevia die 400-fache Süßkraft von Zucker aufweist. Dann kommt noch ein Teelöffel Backpulver hinzu und schließlich noch gehackte Nüsse deiner Wahl. Nüsse stecken nicht nur voller Nährstoffe und beugen Krankheiten vor, sie schmecken auch noch richtig köstlich im Kuchen, finde ich, weil sie einen richtig schönen Biss abgeben. Das waren die trockenen Zutaten, jetzt geben wir geschmolzene Bio-Weidebutter hinzu und dann kommt eine große Bio-Zucchini hinzu, die wir kurz in kleine Würfel schneiden, damit sie in der Küchenmaschine besser verarbeitet werden kann. Man könnte sie aber natürlich auch per Hand raspeln. Und sobald wir das getan haben, geben wir dann hier die zerkleinerte Zucchini hinzu und vermischen diese gut mit den anderen Zutaten. Vorher geben wir allerdings noch 3 Bio-Eier hinzu. Und dann wird einfach alles richtig schön vermischt zu einer homogenen Masse. Mir fehlt dann noch eine Prise Zimt hinzuzugeben und dann hatte ich noch mit etwas mehr Kokosmehl hier herum experimentiert. Aber die genauen Mengenangaben werde ich euch wie immer in der Infobox mitteilen. Und sobald wir diesen Teig jetzt gut hier verrührt haben, kommt er in eine mit Backpapier ausgelegte Form. Ich habe dafür jetzt so eine Brotkastenform verwendet. Man könnte natürlich auch eine Springform verwenden, wenn man möchte. Das bleibt dann jedem selbst überlassen und dann streichen wir einfach alles schön glatt. Und dann kommt diese Kastenform jetzt in den vorgeheizten Ofen auf Mittelstufe bei 175 Grad Celsius Ober- und Unterhitze und wird im Ofen dann etwa 1 Stunde lang gebacken oder so lange, bis das Messer eben sauber herauskommt, nachdem man es hineingestochen hat. Wichtig ist dann, dass man den Kuchen jetzt erstmal erkalten lässt, bevor man ihn vorsichtig zusammen mit dem Backpapier erstmal aus der Form heraushebt und dann vorsichtig in eine weitere Form gibt, so wie wir das hier jetzt sehen, eine Form, die einen Rand hat, wie diese hier, damit die Schokolade, die wir hinterher drüber gießen werden, nicht verloren geht. Das erkläre ich euch gleich noch. Jetzt werden wir erstmal diese Stevia-Schokodrops zusammen mit Kakaobutter und bio-nativem Kokosöl hier auf dem Herd kurz erwärmen, damit sie zum Schmelzen gebracht werden. Die Schokodrops alleine sind mir immer zu bitter, deshalb vermische ich sie dann mit Kakaobutter und Kokosöl und später noch mit etwas Sahne. Sobald dann alles geschmolzen ist, wie wir das hier sehen, kommt dann ein wenig Sahne noch hinzu. Man könnte auch Kokossahne verwenden. Und dann wäre es ideal, wenn man die Schokolade wieder ein wenig abkühlen lässt, damit sie nicht ganz so flüssig sein wird, sondern etwas fester. Dann zerläuft sie nicht so leicht, wenn man sie dann über den Kuchen gießt. In jedem Fall könnte man dann aber die Schokolade, die man über den Kuchen gießt und die dann an der Seite herunterläuft, noch einmal auffangen und ein zweites Mal über den Kuchen gießen, sodass das meiste der Schokolade auf jeden Fall für den Kuchen verwendet wird und nicht verloren geht. Sobald wir daher das meiste der Schokolade aufgefangen und über den Kuchen gegossen haben, werden wir diesen jetzt noch mit gehackten verschiedenen Nusssorten bestreuen. Und das muss eben gleich nach dem Übergießen mit Schokolade geschehen, weil diese dann an der Schokolade kleben bleiben und später dann im erkalteten Zustand nicht mehr herunterfallen können. Jetzt geben wir das Ganze einfach in den Kühlschrank für mindestens 1 bis 2 Stunden. Und sobald der Kuchen richtig schön ausgehärtet ist im Kühlschrank, können wir ihn dann vorsichtig aus der Form heben und auf eine Anrichteplatte legen, wie wir das jetzt hier sehen. Und so könnte man den Kuchen dann seinen Gästen servieren. Oder auch einfach nur der eigenen Familie vorsetzen, denn dieser wollen wir ja nur noch gesunde, ketogene Süßigkeiten und Desserts vorsetzen. Denn wir sind ja verantwortlich für ihre Gesundheit und sollten ihnen daher nur kohlenhydratarme und nährstoffreiche Lebensmittel anbieten. Die Nüsse im Kuchen sind eine Wohltat für Herz- und Blutgefäße. Bereits mehrere Portionen Nüsse in der Woche bieten einen Schutz für Herzinfarkt und Schlaganfall. Der regelmäßige Verzehr von Nüssen kann aber auch das Risiko für Diabetes und nachweislich sogar das für Bauchspeicheldrüsenkrebs reduzieren. Allein schon das Mandelmehl wirkt präbiotisch und basisch auf den Organismus, stärkt die Knochen, schützt vor Diabetes
und ist reich an Nähr- und Vitalstoffen, ganz zu schweigen von den vielen positiven Eigenschaften der Kokosnuss. Rohköstlicher und zuckerfreier Kakao hilft dem Gehirn auf die Sprünge. In einer Studie konnten die kakaotypischen Pflanzenstoffe den Blutfluss ins Gehirn beschleunigen und so für mehr Sauerstoff im Gehirn sorgen, um nur einige positive Eigenschaften der gesunden Inhaltsstoffe dieses Kuchens aufzuzeigen. Solche Art von süßen Desserts machen einfach Spaß, sie zu verzehren, weil man kein schlechtes Gewissen haben muss, wenn man sie konsumiert. Damit ist das Rezept für diesen leckeren, saftigen, gesunden Kuchen beendet. Ich wünsche viel Erfolg beim Nachbacken und wenn euch das Video gefallen haben sollte, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben und teilt dieses Video mit euren Freunden und Bekannten. Vergesst auch nicht, das Glockensymbol zu betätigen, damit ihr kein Video von mir in der Zukunft verpasst. Liebste Grüße, Salam Alaikum, eure Mariam.